Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Die Weihnachtszeit naht und deshalb habe ich mir gedacht, es ist Zeit, Plätzchen zu backen. Und starten werden wir dieses Jahr mit einem typischen alten Gebäck, den sogenannten Husarenplätzchen. Und wenn ihr euch fragt, warum die Husarenplätzchen heißt, dann versuchen wir das jetzt mal ganz schnell herauszufinden. Denn wenn ihr sie kennt, werdet ihr schon festgestellt haben, dass die Husarenplätzchen in der Mitte Marmelade haben. Und typischerweise nimmt man bei den Husarenplätzchen gerne auch Johannisbeermarmelade und dadurch wird der Kringel in der Mitte, das Auge, rot. Und jetzt kommen wir mal zu der Herleitung, warum die wahrscheinlich so heißen. Denn die Husaren waren im 17. Jahrhundert eine ungarisch-österreichische Reiterstaffel und die hatten Knöpfe. Und man vermutet, dass die Husarenplätzchen nach diesen Knöpfen benannt wurden. Genau. Und als erstes beginnen wir natürlich mit den Zutaten und dann werden wir den Teig machen und die Husarenplätzchen backen. Los geht's! Kommen wir zu den Zutaten für die Husarenplätzchen. Wir machen heute die doppelte Menge, deshalb müsst ihr alles halbieren. Aber ich denke, wenn man einmal anfängt zu backen, dann muss auch was in der Kiste landen. Also wir nehmen 600 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm Puderzucker, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse. Da müsst ihr aufpassen, wenn ihr die gehackten nehmt, dann fallen euch nachher die Plätzchen auseinander. Dann braucht ihr 400 Gramm weiche Butter, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Prisen Salz und 4 Eigelb. Die sind natürlich von unseren Hühnern, von was auch sonst. Ne? Und das kneten wir jetzt relativ schnell zu einem schönen Teig zusammen. Und der muss auch in den Kühlschrank, bevor wir den weiterverarbeiten können. Also, los geht's. Als erstes wiegen wir mal die 600 Gramm Mehl ab. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. So. Und natürlich die große Schüssel, weil das ist einiges. Das war übrigens wieder der Hund. So, also 600 Gramm Mehl. Dann machen wir da die 2 Puderzucker rein. So, Vanillezucker rein, Entschuldigung. Ups, Gematsche. Dann kommen hierzu 4 Eigelb. Schön orange. Schaut euch die Farbe an, total toll. Dann kommen hierzu die Haselnusskerne. Gemahlen. Und der Puderzucker. Und ich würde den jetzt mal nicht sieben, sondern ich würde den einfach mal tatsächlich so da reinmachen. Weil ich glaube, durch das Kneten kriegen wir den schon so fein, dass der sich ordentlich verteilt. So, die Packung war angebrochen, die hat normalerweise 250 Gramm. Das passt soweit. Und zum Schluss muss noch die Butter rein und wir werden das jetzt einfacher machen. Die kommt jetzt nochmal, die ist schon recht weich, aber ich mache die nochmal ganz kurz in die Mikrowelle und dann wird die etwas flüssiger und dann ist das Verkneten noch viel, viel einfacher. Eine Sekunde. Gut, da haben wir die Butter, die ist nicht komplett geschmolzen, aber völlig ausreichend. Ja, den Rest müssen wir hier noch rauskratzen. Jetzt kommt das Spaßigste am Backen, die Handarbeit. Jetzt müssen wir diesen ganzen Kram zu einem vernünftigen Teig zusammenkneten. Okay, hier ist noch ein Stück Butter, das ist nicht so schön weich geworden. Das wird gleich eine Herausforderung werden. Ist natürlich wie immer gewesen, ein Teil der Butter ist natürlich im Tiefkühl und nicht im Kühlschrank gewesen. Und wenn man das jetzt in die Mikrowelle packt, logischerweise wird der Tiefkühlteil ist natürlich der nachher nicht richtig aufgetaut ist oder weich geworden ist. Aber ich denke mal, durch das Kneten kriegen wir das gleich hin. So, ich spule das vor. Ihr müsst euch das ja nicht antun, wenn ich hier 10 Minuten lang den Teig knete. Also der Teig ist jetzt soweit fertig. Wir teilen ihn jetzt in so Pi mal Auge 2 Stücke oder sogar 4 Stücke und den rolle ich jetzt mal als Beispiel in so eine lange Pi mal Auge 5 cm dicke Wurst und wickel die in so Klarsichtfolie, so Frischhaltefolie ein und dann kommt das in den Kühlschrank und dann können wir da morgen einfach kleine Stücke von runterschneiden. Das geht am allereinfachsten. Als wenn wir da jetzt anfangen, den ganzen Teig schon in den Kühlschrank zu packen und dann nachher irgendwie große Kugeln draus machen zu wollen. Das ist viel komplizierter. Dann lieber direkt am Anfang so kleine Würste draus formen.
die in Folie einwickeln, einfach über Nacht oder 2-3 Stunden wird auch schon ausreichen, in den Kühlschrank legen. Und danach können wir weiterarbeiten. So, das war es eigentlich als Vorbereitung auch schon. Der nächste Schritt ist, wie gesagt, einwickeln, in den Kühlschrank bringen. Und wenn die rauskommen, schneiden wir uns kleine Stücke ab, machen Kuller draus, das Auge rein mit der Marmelade. Und da müssen wir uns noch überlegen, welche wir nehmen. Das klären wir dann gleich. Und dann wird das gebacken und fertig. Das war's. Also der Teig für die Husarenplätzchen, der ist jetzt schön kalt geworden. Und ich habe den Backofen auch schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und ich werde jetzt aus diesen Teigrollen die Plätzchen formen. Dazu nehmen wir so ein Stück, schneiden da so einen kleinen Streifen ab. Ich sag mal so 5 mm Pi mal Auge. Vielleicht auch ein bisschen mehr, das müssen wir gleich mal gucken. Und dann kneten wir den kurz. Rollen den zu einer Kugel. So eine kleine runde 2 cm Kugel Pi mal Auge. Legen die auf das Backblech und machen dort, ich zeige es euch mal besser hier, ein kleines Loch rein, eine Vertiefung. Und da müsst ihr mal schauen, dass die einmal nicht zu sehr reißen, auf der anderen Seite tief genug sind, damit da genug Marmelade reinpasst. So. Und in diese Vertiefung macht ihr ein bisschen Marmelade. Also ich nehme da tatsächlich heute mal Aronia-Beere mit Weißdorn gemischt. Und das legt ihr auf das Backblech und so macht ihr einen Keks nach dem nächsten fertig. Und wenn die gebacken sind, dann sollten die eigentlich wunderbar lecker sein. Wir werden das mal ausprobieren. Vielleicht nochmal zur Marmelade. Das typische Rezept dafür ist Johannisbeer. Also eine Johannisbeermarmelade. Die habe ich gerade nicht da, aber die Aronia-Beere, wer sie kennt, weiß, dass sie auch gewisse Säure haben oder ziemlich säuerlich sind. Und mit Kombination mit dem Weißdorn, glaube ich, ist das ein super geiler Geschmack, sodass ich das dieses Mal ausprobieren werde. Ich werde sicherlich nochmal Husarenplätzchen machen. Also wenn das nicht 100% der Brüller wird, dann würde ich die tatsächlich nochmal neu machen mit Johannisbeermarmelade. Aber wir probieren das jetzt erstmal aus. So, schaut mal, das erste Blech ist jetzt fertig. Und wem kommt es bekannt vor? Also meistens sind die Plätzchen, glaube ich, die man so als Bilder sieht im Internet, genau so fotografiert worden. Denn wenn die Marmelade gleich in den Backofen kommt, vertut sich da noch einiges. Ich glaube, ich werde euch mal beide in das Thumbnail reintun, dass ihr mal so einen Vergleich habt. Jetzt sehen die natürlich noch mega interessant aus mit dem roten Auge, aber wenn die aus dem Backofen kommen, wird das ein bisschen schwieriger. Aber ihr werdet das Ergebnis gleich sehen. Oder mit anderen Worten, die Bilder, die ihr meistens im Internet seht, sind entweder so aufgenommen, also noch gar nicht die fertigen Kekse, damit die schöner aussehen, oder es sind KI-Bilder. Das machen wir natürlich nicht. Bei mir bekommt ihr den realen Content. Gut, dann wandern die jetzt in den Backofen. Ich schätze mal, mal gucken nach der Bräune, aber ich bin mir unschlüssig. Ich würde mal sagen, so 12 Minuten wird es dauern, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hängt auch immer vom Backofen ab. Und dann holen wir die raus und wenn die dann abgekühlt sind, jetzt noch nicht ganz kalt, sondern ich sag mal ein bisschen kühler geworden sind, dann müssen wir die noch warm mit Puderzucker bestreuen. Gut, los geht's. So, hier mal ein kleiner Vergleich, wie die Kekse aussehen. Die linken, die ihr gerade seht, sind mit ein bisschen weniger Marmelade gemacht worden. Die rechten mit mehr Marmelade. Und egal wie ihr es dreht, die Marmelade fällt natürlich immer ein, weil sie trocknet und karamellisiert. Also die Bilder, die ihr sonst seht, die können nicht von nach dem Backen sein. Und es ist kein großer Unterschied zu sehen. Also ihr könnt euch das überlegen, ob ihr mehr Marmelade haben wollt oder weniger. Das Ergebnis ist sehr ähnlich. Natürlich habe ich bei mehr Marmelade manchmal so Ausläufer, so ein bisschen. Aber letztendlich, wenn da Puderzucker drauf kommt und wir sie eingelagert haben, schmecken sie beide super gut. So, jetzt kommt noch ein bisschen Puderzucker über die Kekse. Und dann sind die Husarenplätzchen auch schon fertig. Jetzt müsst ihr danach noch warten, bis die wirklich ganz kalt sind, bevor ihr sie einlagert. Dann empfehle ich euch tatsächlich, die in eine Alubox oder eine Kiste zu tun und in Alufolie einzuschlagen, sodass die relativ luftdicht sind. Dann bleiben die nämlich knackig und ihr könnt sie tatsächlich auch locker bis ins nächste Jahr noch essen. Ich will nicht sagen, wenn sie älter werden, schmecken sie viel, viel besser, aber die bleiben einfach super lecker. Also macht das so, lagert sie vernünftig und ihr habt sogar nach Weihnachten noch Spaß damit. Gut, das war's. Wir warten jetzt, bis sie richtig kalt sind und dann werden wir sie verproben. Kommen wir zum Probieren der Husarenplätzchen. Ich habe es tatsächlich letzte Woche nicht geschafft, sie direkt nach dem Backen zu vertesten. Deshalb waren die jetzt schon eine Woche eingepackt und ich zeige es euch mal. Also ihr könnt gerne ein bisschen mehr Puderzucker nehmen. Also das Auge kommt schon wieder sehr stark hervor. Ich glaube, das kann man auch nicht hundertprozentig verhindern, weil der Zucker, der nimmt halt einfach den Puderzucker mit auf, die Marmelade.
und dann kommt das Auge weiter durch. Aber wir werden sie jetzt mal probieren, wie sie schmecken. Also zur Erinnerung, es war eine Aronia-Beere-Weißdorn-Marmelade in den Plätzchen und die ist ja recht säuerlich, deshalb glaube ich, das ist eine super Kombination mit dem süßen Keks, aber wir probieren mal. Sehr nussig, süß und schmecken super. Also, wie gesagt, die Kombination mit einer sauren Marmelade wie Johannisbeer oder Aronia ist echt ein Klassiker und schmeckt einfach prima. Macht die Kekse mal nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Rezept irgendwie ein bisschen anders macht, irgendwie ein anderes traditionelles Rezept noch dazu kennt. Aus der Familie vielleicht, das würde ich gerne testen, denn es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich die Husarenplätzchen gebacken habe. Wie gesagt, waren das ja nur 2 Portionen und wenn ihr meine Familie kennen würdet, die halten nicht lang und die werden wahrscheinlich auch nicht bis Weihnachten halten. Deshalb, ich muss auf jeden Fall noch häufiger ran mit dem Plätzchen backen. Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne, abonniert den Channel. Freue ich mich mega drüber. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Bye.